Ich habe es am Anfang schon erwähnt, wenn man selbstständig ist, dann darf man sich selbst motivieren und wird nicht von außen motiviert. Ja. Und was mir dabei extrem hilft, ist, weil man so im Kopf natürlich getriggert wird, dass man dort dann die Abkürzung nehmen kann. Aber die beste Abkürzung ist, nach keiner Abkürzung zu suchen und zu machen. Ja, dann ganz, ganz wichtig, dass man sich mit sich selbst beschäftigt. Ja, also man Mhm. wirklich sich selbst fragt, okay, will ich das überhaupt? Ja, also ich bin nicht der Freund, der was sagt, die eine Lösung ist, sich selbstständig zu machen, um glücklich zu werden, weil so Grüß dich erstmal. Schön, dass du dir jetzt dann heute Zeit genommen hast für das Interview hier. Und ja, stell dich einmal sehr gerne den Zuschauern erstmal vor. Wer bist du? Was machst du? Um was wird es heute kurz gehen? sehr, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung. Mega cool, dass ich ein paar Worte zu mir verlieren darf. Also ich bin Andreas Meyer-Stockinger, ich komme aus dem wunderschönen Oberösterreich. Man hört es natürlich auch ein bisschen am Akzent. Und ja, bei mir geht es um das Thema Positionierung. Und warum geht es bei mir um Positionierung? Weil ich damals auch einmal so die Zeit hatte, wo ich online gestartet bin und auch mal gescheitert bin. Aber ich glaube, wir werden nachher noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Ja, definitiv. Also an die Community gerichtet. Ich hatte auch ja versucht, wir hatten ja versucht, uns persönlich zu treffen, aber ja, Grüße gehen raus an die Deutsche Bahn. Mal wieder nicht, mal Genau. wieder nicht geklappt, sonst wäre ich sogar tatsächlich nach Österreich gekommen. Aber gut, da machen wir es jetzt auf den Weg. Ja, deswegen wolltest du ja schon quasi so ein bisschen anfangen, dann erzähl sehr gerne. Seit wann bist du überhaupt selbstständig? Wie bist du dazu gekommen? Und was hast du auch so ein bisschen da vorher gemacht? Also, warum Mhm. hast du dich überhaupt hinter letztendlich dazu entschieden zu sagen, ja, ich wechsle jetzt vom Arbeitnehmertum oder so zur Selbstständigkeit? Einfach mal so ein bisschen deinen Werdegang auch dann erzählen. Ja, ja, sehr gerne. Also ich fange jetzt nicht ganz vorne an, weil ich bin Ja, nicht 41, also Abitur oder Schule. das wird viel zu lange dauern. Ja, ja, ja. Aber man kann jetzt sagen, also ich habe einen richtig guten Job gehabt, gut verdient, Angestelltenverhältnis im Bereich Arbeitsvorbereitung, Prozessoptimierung in einem großen Unternehmen. Und grundlegend, ich sage immer, der perfekte Schwiegersohn-Job ist es. Ja, also gut verdient, gute Sozialleistungen, alles perfekt. Aber eines hat halt einfach gefehlt und das war so meine persönliche Note mit reinzubringen, weil es ein sehr, sehr starres System war. Und dann habe ich 2018 begonnen, mich noch mehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Und wie es so oft ist, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, mit seinen Zielen beschäftigt, mit seinen Träumen beschäftigt, dann darf auch irgendeine Veränderung kommen. Und dann habe ich ganz, ganz viele Dinge ausprobiert, war eine Zeit lang im Network Marketing, habe Affiliate Marketing probiert und dann war es 2020, habe ich den ersten Online-Kurs kreiert mit einer damaligen Geschäftspartnerin Mhm. zum Thema Kontaktgenerierung für Networker. War der extrem genialste Kurs aller Zeiten, aber leider nur für mich und meine Geschäftspartnerin, ja, weil wir genau das eine Thema nicht gemeistert haben. Wir haben uns nicht mit der Zielgruppe beschäftigt, wir haben uns nicht mit unserer Positionierung beschäftigt, sondern wir haben einfach im stillen Kämmerlein unser Produkt kreiert, unseren Online-Kurs kreiert und ja, haben uns nicht gefragt, was brauchen die Menschen da draußen überhaupt und dann auf den Wünschen und Bedürfnissen dann das Produkt aufgebaut, sondern einfach nur aus unseren Gedanken heraus, was wir gerne haben wollten. Und war so der Startpunkt, wo ich dann mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Positionierung beschäftigt habe. Zuerst einfach nur mal, um unser Business wieder nach vorne zu bringen, und dann irgendwann hat meine Geschäftspartnerin gesagt, okay, sie will eigentlich eine andere Richtung machen. Und ich habe mich quasi verliebt in das Thema, ja, weil es ganz, ganz tiefgreifend ist. Ich bin ein Mensch, der was gerne am Fundament arbeitet, ja, also keine sogenannten Insellösungen bietet, sondern ich möchte wirklich was Fundamentales schaffen. Und wenn man sich mit dem Thema Positionierung beschäftigt, dann kann man ganz, ganz tief gehen, ja, also ganz tief in die Persönlichkeit auch reingehen. Und
das hat mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe dann also Ende letzten Jahres, Dezember, habe ich dann meinen Job gekündigt und seitdem mache ich das Vollzeit, ja. Ah, cool. Also noch gar nicht so immens lange, nur rein selbstständig. Genau, ja. Ja, krass. Ähm, ja, ich hatte dich auch damals ja angeschrieben, weil mich ja auch natürlich gerade, ja, YouTube, ja, ist natürlich auch wichtig, Positionierung, Zielgruppe. Und deswegen, ich glaube, im Teil 2 gehen wir nochmal näher drauf ein, Thema Dienstleistungen und so. Aber werden wir gleich sehen, ich weiß ja selber nicht mehr genau, in welche Reihenfolge die Fragen kommen, weil das Mhm. ja wirklich auch für mich selber interessant ist. Ne? Also, weil du schon gesagt hast jetzt gerade, wie tief man gehen kann. Und ich hatte Mhm. selber ja bei mir fast täglich oder einmal die Woche Dinge mache wie SEO-Optimierung oder so, ja. Also, das ist krass, ja, wie Titel mit Beschreibung und Text dann zusammenwirkt und wat, wo drauf muss, Competition, Low, Medium etc. Krass. Also, es ist einfach sehr krass, aber vor allem rauszufiltern, was ist eigentlich wirklich deine Zielgruppe? Das habe ich zum Beispiel Mhm. persönlich am Anfang auch gar nicht verstanden. Aber deswegen bin ich auch gerne im Nachgang des Interviews nochmal für ein paar Dinge oder ja, vielleicht würde ich auch sogar die Dienstleistung in Anspruch nehmen, weil ich weiß, und das soll auch klar werden für die Leute da draußen, wie wichtig das ist, wenn du ein Business starten willst oder erfolgreich sein willst, äh, gibt es nicht umsonst, halt wie du jetzt sogar, muss man sich mal vorstellen, der nur seine Selbstständigkeit darauf aufbaut, Leute zu positionieren. So, das ist ja eigentlich Mhm. sehr, sehr nischig, also sehr speziell. Ne? So. Also Ja, ist schon sehr krass. Aber bevor wir dazu kommen, gehen wir erstmal so quasi weiter im Text. So interessiert ja höchstwahrscheinlich auch dann die Leute da draußen so Thema Selbstständigkeit an sich. Wo sagst du, welche Voraussetzungen man da so grundsätzlich mitbringen sollte? Du hattest schon ein Wort gesagt, Persönlichkeitsentwicklung. Warum sollte mhm. man sich mit sich selbst beschäftigen? Aber welche andere Charaktereigenschaften braucht man vielleicht? Keine Ahnung, Selbstbewusstsein, sicheres Auftreten wegen vielen Kontakt zu fremden Menschen ja auch. Mhm. Hau einfach mal raus. Wo sagst du, sind so die Voraussetzungen? Ja, ja. Also du hast es jetzt richtig gesagt, also zuerst ganz, ganz wichtig, dass man sich mit sich selbst beschäftigt. Ja, also man Mhm. wirklich sich selbst fragt, okay, will ich das überhaupt? Ja, also ich bin nicht der Freund, der was sagt, die eine Lösung ist, sich selbstständig zu machen, um glücklich zu werden, weil so ist es einfach nicht. Es ist nicht für jeden etwas, sondern man darf sich schon selbst auch die Frage stellen, möchte ich das auch? Also bin ich, und da komme ich zum nächsten Punkt, kann ich mich selbst motivieren, ja, Dinge zu tun, ohne dass ich irgendwie einen Antrieb habe von außen. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil es wird Hürden geben, die was du meistern darfst. Und wenn du jetzt selbst nicht in der Lage bist, dass du dich motivierst, weiterzugehen und auch mal das Tal zu durchschreiten, ja, bevor du auf den Gipfel kommst, dann wird es sehr, sehr schwierig werden. Weil es ist keiner da, der was zu dir sagt, hey, jetzt mach mal, ja, sondern du Ja, musst dir selbst das sagen, mach mal, ja. das ist Äh, es. das, Ja. ja, das ist so der erste Punkt. Und das, was sich bei mir so in den letzten Jahren immer mehr herauskristallisiert hat, wenn man sich so Menschen ansieht, die was erfolgreich sind und auch bei mir, was so, wo die größten Schritte passiert sind, ist immer in dem Moment, wo ich bereit war, etwas zu verändern. Ja, also etwas zu starten ist ganz, ganz wichtig, aber auch am Weg bereit zu sein, dass man etwas anpasst. Ja, also wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert, nur weil es jetzt irgendwer draußen gesagt hat oder der Andreas gesagt hat, du musst dich jetzt mit dem Thema Positionierung beschäftigen. Ja, Das ist nicht so, dass das jetzt für jeden so gilt, ja, sondern du darfst doch selbst dich fragen, okay, was muss ich jetzt bei mir ändern? Ja, also wie du hast vorher gesagt, du musst auf Menschen zugehen. Ja, bin ich ein Mensch, der was auf die Menschen zugeht, oder bin ich eher der introvertierte Mensch, so wie ich zum Beispiel, sehr introvertiert? Und wie muss ich dann meinen Prozess anpassen, damit es einfach funktioniert? Und wenn ich nicht bereit bin, wirklich Veränderung in mein Leben zu bringen, ja, dann wird es sehr, sehr schwierig werden. Dann werde ich irgendwann an einem Punkt ankommen, wo ich den ganzen Tag nur arbeite und um etwas zu tun, ja, wie man es mhm. vielleicht dann auch im Angestelltenverhältnis gewohnt ist, dass man was tut, dass man beschäftigt aussieht, und nicht mehr die richtigen Dinge tut. Und da kommen wir dann auch nur zum nächsten Punkt. Es wird zwar 100.000 Punkte geben, aber dass wir das abschließen, ist einfach Geduld zu haben.
Ja, Hm. es gibt zwar da draußen ganz viele, die was dir sagen, du bist in 2 Wochen, wenn du jetzt mein Produkt kaufst, dann bist du erfolgreich. Das funktioniert leider Gottes nicht. Also zumindest habe ich das Produkt noch nicht gefunden, wo das funktioniert, sondern wirklich Geduld zu haben. Jeder Mensch startet an einem anderen Punkt. Ja, jeder Mensch hat andere Herausforderungen. Und wirklich geduldig den Weg zu gehen, ist total wichtig. Alle einfach loszugehen, mal den ersten Schritt zu machen und zu merken, okay, da hapert es einfach jetzt an mir, da muss ich was dazulernen, dann bereit sein, Veränderungen zuzulassen, etwas Neues dazu zu lernen und dann geduldig weitergehen. Ja, und das sind so die 3 Punkte, die was ich den Menschen da draußen mitgeben möchte. Ja, mega cool, weil zwei der Punkte würde ich nämlich auch nochmal gerne, ich beziehe mal gerne auch ein bisschen auf mich, weil ich es mittlerweile auch ein bisschen kann und dass die Leute da draußen halt ja Mhm. auch nochmal verdeutlicht bekommen. Der eine schöne Satz, den du gesagt hast, dass man lernen muss, also während des Weges auch mal Veränderungen machen zu müssen oder auch sogar dann einzusehen, ey, wenn ich jetzt vorankommen will, in der Positionierung, wie auch Mhm. immer, mehr Reichweite aufbauen will mit meinem Business, dann muss ich den einen oder anderen Schritt gehen und verändern. Bei mir zum Beispiel jetzt am Anfang viele YouTube-Kollegen so, ja, du musst reißerische Thumbnails machen, ne? Keine Ahnung, er stirbt heute im Interview. Ganz blöd jetzt gesagt, ja. Ja. So, und im Titel steht dann zum Beispiel einfach nur wirklich, um was das geht, das rein informative oder so. Aber dann zu erkennen, ja, Junge, das ist aber nicht deine Zielgruppe. So, natürlich kriegst du wahrscheinlich ein paar Aufrufe dann mehr, weil die Leute dann sagen, oh, Mhm. krass, was ist denn da passiert oder so. Aber da bringt dir kein Kunde, bringt dir nichts, außer ein paar Klicks. Und Mhm. spätestens, wenn sie sogar draufklicken, sind sie auch realistischerweise nach 1, 2 Minuten wieder weg, weil die Erwartung ja nicht erfüllt wird. Ja. Das fand ich wichtig, also, weil das muss ich auch lernen und vor allem auf gewisse Dinge auch selber dann zu kommen. Also, weil alle anderen haben immer noch gesagt, ja, mach so, reißerisch dies und das. Und dann habe ich gesagt, nee, du merkst doch, das bringt gar nichts. So. Mhm. Ähm, und zweite Thematik ist eben halt Geduld. Was du gesagt hast, kann ich auch nur unterstreichen, weil vor allem, wenn man Aussagen bekommt, ich weiß nicht, da war mein Kanal 1, 2 Monate alt, boah, in 1 Jahr wirst du, also vom Potenzial her, 10.000 Abonnenten haben. Ich hatte auch schon ein paar Kommentare, die ich sehr wertschätzend dann natürlich finde, die dann geschrieben haben, krass, ich habe dein Interview geschaut und als ich nach dem Interview dann deine Abonnentenzahl gesehen habe, dachte ich mir, was ist das denn? Weil dann habe ich gefragt, wie meinst du das? Und dann hatte er gesagt, ich dachte, nein, du hast schon locker über 10.000 Abonnenten oder so. Mhm. Ist Mhm. natürlich geil, wenn es dann so rüberkommt, ne? Ja. Ähm, so, und jetzt bin ich quasi, gerade wo wir jetzt aufnehmen, kurz vor 1.000, aber erst nach 9 Monaten. Aber dass man das Mhm. auch ja einfach annimmt, sag ich mal, und akzeptiert. So, es geht halt nicht. Es gibt Kanäle und ja, es gibt mal die Ausreißer, aber im Durchschnitt gibt auch dieses Ranking. TikTok wächst am schnellsten, Instagram und YouTube halt am langsamsten. Und wie du gesagt hast, also das ist aber wichtig und vor allem anfangs oder immer mal wieder schwierig, das zu lernen und Mhm. halt anzunehmen. Ey, ja, die Umsätze gehen langsam nach oben oder so, ne? Und solche Sachen. Die Reichweite geht langsam nach oben. Ja. Ja, Ja. das wollte ich nur noch mal wirklich unterstreichen. So, ne? Mhm. Ja, definitiv. Ich finde es auch total wichtig, dass man das auch immer dazu sagt, weil ganz, ganz viele sagen halt eben genau das Gegenteil. Warum sagen sie es? Weil man so im Kopf natürlich getriggert wird, dass man dort dann die Abkürzung nehmen kann. Aber die beste Abkürzung ist, nach keiner Abkürzung zu suchen und zu machen. Ja, dann kommt man voran. Ja, dann wird man Step by Step besser. Ja. Und das ist, finde ich, total wichtig, ja, dass man die Message auch richtig annimmt, ja. Ja, schöner Satz. Die beste Abkürzung ist keine Abkürzung zu suchen. Der Satz ist schon wieder verankert jetzt im Kopf. Geil. Ähm, Sehr gut. tatsächlich ist jetzt doch schon die nächste Frage bezüglich deiner Dienstleistung, nicht erst im zweiten Teil. Ja. Deswegen, ja, die Dienstleistung an sich ist ja jetzt in dem Sinne klar die Rubrik Positionierung. Mhm. Aber deswegen, also das ist ja der Kern deiner Dienstleistung. Was können dann aber jetzt dann Kunden, wie ich es vielleicht auch werden könnte, von dir erwarten?
Mhm. Verbinden kannst du natürlich auch direkt so die nächste Frage, was würde dann deine Dienstleistung kosten? Hast du individuelles Paket? Hast du generell einfach Package, Upgrades, wie auch immer? Ja, hau mal gerne raus, wie du das da handhabst. Sehr gerne. Also wir haben es ja vorher schon mal ganz kurz so angesprochen, oder ich habe es kurz angesprochen, so Insellösungen, auf die stehe ich ja nicht so wirklich. Ja. Und ich habe mir überlegt, was braucht man denn eigentlich, um online wirklich voranzukommen? Ja, also A, ist es mir wichtig, dass man eine gute Positionierung hat, ein klares Angebot hat. Ja, das ist so der erste Step. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass man irgendwo einen Ort hat, wo man das Vertrauen aufbauen kann. Das kann jetzt auf YouTube sein, das kann auf TikTok sein oder das kann auch das Ladengeschäft nebenan sein. Ja, nur wirklich halt einen Ort zu haben, wo ich das Vertrauen von meiner Zielgruppe auch bekomme. Und dann wollen wir am Ende des Tages ja alle etwas verkaufen, ja, unsere Dienstleistung, unser Angebot natürlich auch verkaufen und da halt wirklich eine Reise zu kreieren, die was sich halt wirklich gut anfühlt und nicht nach schleimigen Verkaufen, so nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Und genau diese drei Punkte, die vereine ich halt eben in meiner Positionierungs-DNA. Was ist die Positionierungs-DNA? Es ist bei jedem der drei Schritte braucht man seine Persönlichkeit, also dass man selbst weiß, okay, wie bin ich gestrickt, was mache ich auch gerne, was kann ich auch gut. Also da bin ich dann beim zweiten Punkt, was sind meine Ressourcen, ja, also was sind meine Fähigkeiten, kann ich gut kommunizieren, haben wir vorher gehabt. Bin ich vielleicht gut in technischen Dingen und kann gut Funnel bauen, ja, also vielleicht wird dann bei der Kreierung vom Verkaufsprozess etwas ja, automatisiert werden. Und natürlich, wer ist meine Zielgruppe? Ja, wie möchte die Zielgruppe überhaupt kaufen? Und man merkt schon, es ist sehr individuell. Ja, also ich bin Ja. auch ein Freund davon, dass ich das wirklich auch individuell gestalte und damit man wirklich die drei Punkte auch reinbringt. Ja, und bei mir sieht es dann so aus, dass das ein 3 Monats 1:1 Mentoring ist, Mhm. wo wir die drei Bereiche meistern. Also am Ende des Tages hast du jetzt nicht nur einfach einen schicken Positionierungssatz, wie man so schön sagt, sondern wirklich ein funktionierendes Unternehmen. Ja, also wirklich du musst natürlich eine Idee mitbringen, ja, eine Passion mitbringen, wo du hin möchtest gerne. Und aus dem Ganzen bauen wir dann wirklich ein funktionierendes Unternehmen. Und so einfach wie möglich. Ja, also nicht so, dass man das so aufplustert mit 100.000 Tools oder sonstiges, sondern Step by Step, die Tools können nachher kommen. Ja, und das Ganze mache ich dann in 3 Monaten. Ja, also das ist so der Zeitraum, den die meisten nehmen, hin und wieder auch 6 Monate, wenn man das nebenberuflich macht. Da tendiere ich auch gerne in etwas länger, dass man dazwischen auch Zeit hat, die Dinge umzusetzen. Und bei mir kostet das Paket, die 3 Monate, 3.000 € exklusiv Mehrwertsteuer. Mhm. Okay, Genau. gut. Und bei 6 Monate dann automatisch das Doppelte oder ist das einfach nur für nebenberufliche, also ist das schon. Genau. Es ist dieselbe Summe, nur du Ah, hast halt dann quasi weniger. die Calls sind halt nicht so nahe beieinander. Ja. Ja, ja, okay, gut, verstehe, ja, gut. Also Ja, wer sparen will, der nimmt die 6 Monate, weil du hast länger WhatsApp-Support dabei. Aber im Endeffekt kommt man nicht schneller ans Ziel. Besser ist natürlich immer die 3 Monate zu nehmen. ja. Ja. Wir kommen ja dann gleich noch auch auf die Fragen, welche Einwände oder Fragen kommen dann vom potenziellen Kunden, weil ich Mhm. könnte mir natürlich vorstellen, dass jetzt schon einige denken, 3.000 €. Also, Ja, also, dass das so viel ist. Aber ja. da kannst du ja dann gleich selber darauf antworten und warum ich voll bei dir bin, dass, also es gibt ja Leute, die ja dann noch viel, viel mehr nehmen und. Ne? Also von daher, Mhm. so. Ähm, aber so erstmal würde mich interessieren, so wer sind deine Kunden? So quasi wirklich auch demografisch gesehen. Also ist es, man denkt so halt, ja, online vor allem irgendwie auch so Business aufbauen und so positionieren, dass halt eher ja so jüngere Leute sind. Würde ich Mhm. jetzt dann halt so denken, vielleicht der eine oder andere draußen auch. Oder sagst du schon, ja, doch schon querbeet. Ne? Ich habe auch Leute, die mit 50 Business starten wollen, wie auch immer. Ähm, und da kommen wir jetzt nämlich, finde ich auch zu sehr interessanten Punkt. Sind das Personen, wo du dann
ich weiß jetzt nicht, ob die das sagen müssen, aber wo du erfährst, die, ich sag mal, einen normalen Einkommen haben oder sogar auch wenig Einkommen haben und sich nämlich trotzdem deine Dienstleistung gönnen und nicht bezahlen, sondern in sich investieren, ja, das ist Mhm. mal ganz Mhm. wichtig, Sehr gut ausgedrückt, ja. genau, bereit sind, das in sich zu investieren, weil die wissen, welchen Mehrwert die bekommen und auch langfristig, ja, dann ein Business aufgebaut haben. Wer sind so deine Menschen, damit man vielleicht auch wirklich da mal so eine Message rausgeben kann, ja, ich habe vielleicht sogar auch, keine Ahnung, den einen oder anderen Studenten, ja, der monatlich das und das abzwacken kann, weil der einfach genau das möchte. Mhm, mhm. Also meine Zielgruppe sind meistens berufstätig. Ja, also es gibt schon ein paar, die schon Vollzeit selbstständig sind und quasi ihr Business online vielleicht auch dann noch mehr präsentieren wollen, also weil sie es offline aufgebaut haben. Ja. Aber grundlegend machen es das nebenberuflich, ja, also starten nebenberuflich. Und weil du vorher gesagt hast, sind es eher Jüngere, nein. Also bei mir ist tatsächlich die Tendenz eher so 30 aufwärts. Ja, also ich habe auch 50-Jährige gehabt, ja. Und, ähm, und sind vom Einkommen her, sind es ganz Normalverdiener. Also da ist niemand dabei gewesen, der was jetzt irgendwie mega viel vorher verdient hat oder sich mega viel vorher auf die Seite gelegt hat. Aber alle haben eins gehabt, ja, sie haben eine Leidenschaft gehabt und das wollten sie nach draußen bringen. Und das ist bei mir aber auch total wichtig, habe ich am Anfang nicht richtig gemacht. Man lernt auch selbst immer dazu, auch vielleicht eine Message, die was man sich mitnehmen kann, nicht zu jedem Ja zu sagen, Hm. ja, nur weil man halt am Anfang jetzt ein Business aufbaut und man will jetzt Kunden haben. So war bei mir damals, wie ich gestartet bin, eben die Denke drinnen und habe halt auch Kunden angenommen, wo halt quasi die Passion nicht wirklich da war, sondern mehr so der Gedanke oder der Wunsch oder das Ziel eigentlich von außen genommen worden ist. Also wo, ja, das hört sich jetzt cool an, dass ich jetzt online ein Business aufbaue. Ja, aber eigentlich innerlich waren es gar nicht bereit dazu. Ja, und deswegen ist bei mir auch so ich sage jetzt mal, die Bewerbungsphase ganz intensiv. Ja, also wir gehen da auch wirklich tief rein, dass das auch wirklich passt, ja, weil wir wollen ja im Endeffekt alle Ergebnisse erzielen und nicht nur Kundenabschlüsse machen, sondern für beide Seiten natürlich auch einen Gewinn rausschaffen. Ja, ja, finde ich auch nochmal sehr wichtig, dass du das sagst, dass du natürlich schon schaust, dass das auch zwischenmenschlich einfach passt. Ne? Und jetzt, weil Mhm. man könnte natürlich, klar, man könnte natürlich sagen, pff, ich nehme einfach jeden Kunden, ist mir jetzt vielleicht 50% weniger sympathisch, hat auch vielleicht gar nicht so die Passion, aber scheißegal, ich will halt Kohle machen. Ne? Gibt's ja Ja. alles, deswegen finde ich gut, dass du da die Schiene so fährst. Jetzt aber wäre natürlich für mich auch interessant, so, wie kommst du jetzt selber aber auch an Kunden? Also, wie läuft deine Akquise ab? Ist es mehr Social Media? Ich habe von einem oder anderen auch gehört, auch wenn man es nicht denkt, aber Printmedien gehen auch noch hier und da. Aber einfach mal so, wie holst du bei dir Kunden rein und ja, wie machst du das? Mhm, mhm, gerne. Also das ist eine wichtige Message, was du jetzt vorher gesagt hast. Also es gibt Menschen, die sagen halt, Print funktioniert auch noch. Und jetzt, da kommt ja auch so der Punkt rein, dass jede Zielgruppe ja irgendwie anders agiert. Ja, und deswegen ist es auch wichtig, dass man nicht einfach nur sagt, ja, der Andreas macht das jetzt so und so mache ich es jetzt auch und dann funktioniert das bei mir auch. Ja, also das möchte ich auch gleich am Vorab dazu sagen. Also bei uns geht's sehr stark um das Thema Social Media. Ja, also ich arbeite viel über Content, komme über Content mit den Menschen in Kontakt. Manche tragen sich bei mir einfach in die E-Mail-Liste ein. Ja, das ist aber jetzt nicht so, dass da jetzt Hunderttausende im Monat dazukommen und sich einfach so eintragen, sondern man darf auch in Kontakt treten mit den Menschen. Hm. Aber so jetzt eine klassische Kaltakquise oder so, das ist bei mir nicht. Ja, also dass ich jetzt irgendwie Telefonakquise mache oder Tausende von Nachrichten rausballere, das mache ich prinzipiell nicht. Äh, aber ich gehe jetzt sehr stark über das Thema Content. Wichtig dabei ist halt, ja, seine Zielgruppe gut kennenzulernen, ja, und auch zu wissen, was teile ich dort, ja, wie bringe ich denn die Menschen auch zur Handlung, zur Veränderungsbereitschaft. Und dann ist bei uns der Funnel so aufgebaut,
Wir haben einfach ein Training, ja, also ein Videotraining, das was wir kostenlos zur Verfügung stellen. Dort sammeln wir die E-Mail-Adressen ein und in dem E-Mail oder besser gesagt in dem Videotraining wird dann quasi der nächste Schritt ist dann ein kostenloses Erstgespräch, das was dann ich oder meine Verkäuferin abhandeln. Und dort wird halt eben dann geschaut, okay, können wir überhaupt weiterhelfen? Sind wir die richtigen Partner für die Personen? Und so gewinnen wir jetzt Kunden. Und das möchte ich betonen, jetzt gerade. Weil es kann in ein paar Monaten sich alles wieder ändern, ja, weil wir schauen nicht immer, was funktioniert. Ja, das funktioniert jetzt gerade momentan sehr, sehr gut. Ja, und vielleicht in ein paar Monaten ist wieder mehr ein Webinar zum Beispiel hatten wir schon. Wir haben auch ganz normale Freebies verteilt. Wir haben aber auch genauso auch mal probiert, mit Nachrichten zu verschicken, ja, und so halt die Menschen zu erreichen. Und das ist wieder der Punkt, den was ich vorher angesprochen habe. Wir dürfen immer bereit sein, Veränderung zuzulassen. Ja, also immer, das funktioniert jetzt, okay, dann machen wir das jetzt. Wenn wir merken, okay, es funktioniert nicht mehr, dann darf wieder was Neues herkommen, ja. Hm. Also eine Sache, die du auch gesagt hast, wie ich ja jetzt rausgehört habe, die Leute tragen es ja ein, also sprich, dass man Mails, also Kontakte sammelt, weil das ist so Mhm. eine Sache, die habe ich auch jetzt irgendwie so in den letzten ein, zwei Monaten erst nochmal richtig für mich verstanden. Ich wusste schon seit Jahren, dass es das gibt, ne? Landingpage, Mhm. Präsentation, bla bla bla. Aber ohne jetzt irgendwie auf meine künftige Business-Idee oder Sache hier im Interview näher drauf einzugehen, aber dass ich auch diese einfache Frage mal gestellt wurde, ja, du hast so und so viel Aufruf auf deine Videos, aber du weißt ja gar nicht, wer die sich anguckt. Wer sind die Menschen, die sich Mhm. deine Interviews angucken und so weiter? Wo besteht deren Interesse dahinter? Aber wenn du da nämlich mal eine E-Mail-Adresse hast, dann hast du mal einen Namen wenigstens dahinter und hast mal wirklich einen konkreten Kontakt. Und letztens hatte ich auch Mhm. wieder einen Gast, der macht Affiliate Marketing. So, der hat jetzt sich irgendwie in einem halben Jahr eine Mailliste von 400 Leuten aufgebaut. So, das heißt, dann hast du auch da wieder, wenn du neue Dienstleistungen anbietest, jetzt in deinem Fall, oder Produkte, Infoprodukte, Mhm. vielleicht irgendwann, wie auch immer, hast du immer wieder auch eine Mailliste, wo du dann natürlich rausbringen kannst, mit gutem Gewissen. Und da natürlich auch, dann klar, entsprechend sogar schon passiv eher Geld verdienen kannst, weil du weißt, okay, der eine oder andere wird kaufen. Also, so Genau. Thema jetzt einfach, weil du gesagt hast, Funnel, Page, Name, Adressen sammeln, kann man, glaube ich, schon festhalten, generell einfach so ein wichtiger Punkt, ne? Gerade in dieser Online-Business-Geschichte. Ja, ja, es Weil, macht weil auf du alle Fälle darüber ja Sinn. auch, ganz kurz genau, weil du darüber ja auch nochmal speziell erstmal deine Zielgruppe kennenlernst. So. Weil du siehst ja Mhm. dann, wer trägt sich da ein. Ja, ja, definitiv, definitiv. Und ganz häufig merke ich immer so, dass die Automatisierung immer so im Vordergrund steht. Also, dass man will immer das automatisiert machen. Und das ist an einem gewissen Punkt auch wichtig, ja, weil man nur dann skalieren kann. Ja, Aber ich würde es am Anfang nicht machen. ja, Warum nicht? Weil ich jeden einzelnen Schritt mit meiner Zielgruppe mitgehen möchte. Ja, weil ich wissen will, okay, warum trägt sich denn die Person jetzt für ein Erstgespräch ein? Was ist so der Beweggrund? Wenn ich genau. diese Dinge herausfinde, dann kann ich ja natürlich im Anschluss meine E-Mails, die was ich schreibe, da wo ich auf das Erstgespräch hinweise, natürlich auch viel, viel besser ausrichten und die richtigen Dinge halt einfach ansprechen. Und darum sage ich immer dazu, ist es wichtig, dass wir genau selbst halt einfach wissen, wer ist meine Zielgruppe und nicht sich so zu orientieren, okay, irgendjemand, darum habe ich vorher gesagt, nur weil es der Andreas so macht, heißt es nicht, dass das jetzt für jeden so passt, sondern jeder hat so seine Phase im Business und darum darf es auch individuell sein und für jeden angepasst sein. Ja, definitiv. Da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Vor allem eine Sache, wie du gerade gesagt hast, mit dass man diese Prozesse oder diesen Schritt mitgehen sollte, auch gerade zu Beginn, nicht nur um die Dinge rauszufiltern, die du gesagt hast, sondern ähm, wie ich es auch von anderen Unternehmern schon ja, lernen durfte. Letztendlich, also trotzdem geht es ja letztendlich darum, eine Dienstleistung idealerweise zusammenzukommen und zu verkaufen. So, und wie Mhm. versteht oder wie entsteht am besten der Verkauf, indem man erst eine Beziehung schafft. So, Ja. weil natürlich, gerade am Anfang, wie du gesagt hast, wenn du keine Präsenz hast, online, wie auch immer,
und sich jeder erstmal fragt, ja toll, keine Ahnung, da kann die Landingpage, das Produkt noch so geil sein, aber alle fragen sich ja, wer ist das denn? So, und Mhm. bis du dir erstmal das Standing aufgebaut hast, dauert natürlich ein bisschen. Und ja, also das wollte ich einfach damit sagen, dass einfach Beziehung immens wichtig ist. Ja. Oder kurz ein anderes Beispiel, wieder kurz auf mich bezogen, Thematik der Interviews. Ja, wie oft ich auch wieder von YouTube-Kollegen gehört habe, ja, mach das doch nur über Zoom. Ist ja einfacher. Ich so, ja, Mhm. ja, ist einfacher, ist alles einfacher aufgebaut, ist alles einfacher, zack, 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 zack. Aber ich habe gesagt, du connectest, deswegen wäre ich auch bereit gewesen hier. Ich fahre nach Österreich oder ich bin auch schon nach Chemnitz von mir aus 8 Stunden so gefahren. Mache ich halt auch gerne ab und zu, wenn die Leute nicht zu mir kommen können, weil du einfach anders face-to-face connectest. So, Mhm. viele, ich sag mal so, um das runterzubrechen, im wahrsten Sinne des Wortes, lernt man sich riechen kennen. So, ja. Ja. So, und einige, vielleicht auch andere, würden das jetzt hier einfach nur, so wie jetzt hier gerade, ohne das jetzt auf dich zu beziehen, aber so, ja, ich habe jetzt da einen Interviewtermin, zack, ja, und danach, tschüss. Ja, also Mhm. so hast du ja irgendwo ein anderes Erlebnis, was du auch selber erfährst. Wenn du wirklich, du fährst zu einem Interview, du gehst in den Raum rein, Lichter gehen an, zack, 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 jetzt geht's los. Ja, Kaffee zusammen trinken etc. und danach nochmal. So. Und dann, wenn du das Mhm. erklärst, sagen auch alle, ah ja, ja, macht Sinn. Ja, Ja. ja, ja, ja. Aber da Genau. fängt's, da fängt's ja an. Das heißt, einfach auch nochmal für die Leute da draußen, warum ich dann jetzt auch so viel babbel, aber sich wirklich damit einfach auseinanderzusetzen, und sich auch über solche Dinge nämlich Gedanken zu machen. Weil, ja, wie ich ja gerade erklärt habe, dann im Nachgang das für alle einleuchtend war. Aber darüber muss er erstmal nachdenken. Mhm. Und vor Mhm. allem, was sagt das über die Person aus, die das vorschlägt? Ja, du machst es dir anscheinend nur einfach. Du mit Mhm. einfach wirst du auch dann wahrscheinlich nicht weit kommen oder nicht skaliermäßig so hochkommen. Ne? Deswegen, ja, wollte ich einfach nur mal Ja, ja, ausführen. definitiv. Und es ist ja total wichtig, dass wir, es ist ja auch ein Teil der Positionierung, ja. Also du machst etwas Spezielles, ja, das, was dich anders macht und darum stichst natürlich auch heraus, ja. Und das ist ja auch wichtig, dass wir immer unseren eigenen persönlichen Weg finden. Nur weil es jeder sagt draußen, heißt es nicht, dass es jetzt für dich funktionieren soll oder für dich funktionieren muss, ja, sondern ja, du darfst deinen eigenen Weg finden. Ja, und Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. genau. Ja, mega cool. Wir bleiben bei der Thematik noch Kunden und zwar, da sind wir jetzt so ein Mhm. bisschen, wie ich gerade anfangs schon ein bisschen angeteasert habe, Thema, welche Einwände kommen denn so potenziell? Welche Fragen werden vielleicht grundsätzlich gerne gestellt? Und vor allem aber auch du persönlich, wie gehst du mit Einwänden um? Vielleicht auch gerne erklärt, wie gehst du mit Einwänden um im Verhältnis zu ganz am Anfang? Weil das ist ja auch eine Sache, die man lernen muss, wenn man Neins, Neins, Neins Mhm. kassiert. Nicht zu sagen, leck mich am Arsch, sondern, sondern wieder zu reflektieren, ja, warum haben die Leute denn Nein gesagt? Ne? Oder hey, okay, wir kommen nicht zusammen, alles cool, aber kannst mir vielleicht wirklich einen wahren Grund sagen, warum nicht? Damit du ja auch wirklich wieder für dich ein Resümee ziehen kannst. Mhm. Mhm. Ja. Also der größte Einwand, was gesagt wird, ist immer das Geld. Ja, das ist das, wo, ich sage jetzt einmal, wenn ein Einwand kommt, der sicher zu 70% kommt, ja, der zweitgrößte, und die zwei würden fast schon den ganzen Einwand abbilden, ist das Thema, ja, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Ja? Ja, ja. Und der eigentliche Einwand ist, ich glaube selbst nicht dran, dass ich das umsetzen kann. Das ist das, was bei den meisten drinnen ist. Ja? Also überhaupt, wenn in meiner Zielgruppe, die was gerade starten, ja, ist ja ich erkläre das immer ganz gerne mit meinem Bruder. Ja, mein Bruder ist Tischler, ja, der hat ein Küchenstudio. Und wie der damals begonnen hat, ja, der mal hunderttausende Euros in die Hand nehmen müssen, damit er Werkzeug, Maschinen, Örtlichkeiten kaufen hat können. Und der hat auch kein Geld gehabt. Ja. Und der ist aber trotzdem losgegangen, ja, weil er gewusst hat, er schafft es, er macht es. Ja. Und ganz häufig ist es halt jetzt so, dass wir alles Wissen da draußen kostenlos bekommen.
und wir denken, dass dann auch alles kostenlos kommen muss. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwie ein Coaching mache oder so, ich will kein Geld investieren, um mein Business aufzubauen, sondern ich will einfach mein Business aufbauen. Ja? Und dann ist, finde ich, immer total wichtig und darum ist ja der Preis auch ein gewisses Commitment für die Person. Ja? Ja. Also, dass die Person dann selbst sagt, okay, ich bin es mir selbst wert, wirklich in mich selbst zu investieren. Das hast du ja vorher ganz schön gesagt, ja, also in sich selbst zu investieren und auch so seinen Selbstwert zu erkennen, dass ich das schaffe, dass ich jetzt einstehe dafür, dass ich jetzt losgehe dafür. Und wann das, und da liegt es dann wieder bei mir, ja, dass ich den Menschen auch das zeige, ja, und bei denen, die was Nein gesagt haben, habe ich es nicht geschafft. Ja. Mhm. Also es ist so, da habe ich einfach dann wirklich nicht die Menschen davon überzeugt, dass sie das selbst schaffen können, also dass sie das Selbstvertrauen aufbauen können, dass sie den Schritt gehen. Also ich hatte gerade so am Anfang deiner Antwort so einen richtig geilen Wow-Moment, weil ich tatsächlich einen folgenden Satz von noch niemandem gehört habe, dass eigentlich über die 70% der letzte Grund eigentlich der wahre Grund sein oder ist dieses vor dem Geld, nämlich dass die Leute, wenn die sagen, die haben kein Geld, keine Zeit oder etc., eigentlich gar nicht wirklich an ihre Idee oder an ihre Umsetzung, an den Konzept glauben. Dass Mhm. sie selber wirklich wahrscheinlich nicht, weil ich habe auch jetzt schon, habt ihr gesagt, Ende April, wen ich da treffe, werde ich hier jetzt noch nicht Mhm. verraten, ein Riesenunternehmer, und der hat es aber genau so gemacht. Der hat auf Gedankentanken genau so die Geschichte erzählt, dass er gesagt hat, ich habe mir 85.000 € Schulden aufgenommen. Ich wusste auch, die ersten 2 Wochen, da kommt dann, irgendwann kommt Inkasso, bla bla. Spätestens ab dem dritten Monat wirst du Probleme kriegen, meinte er so auf der Bühne. Aber bis Mhm. dahin habe ich mir das Ziel gesteckt, hat Geld reinzuholen. Und er hat es dann auch sogar geschafft. Aber das ist es. Eigentlich wirklich mit denen, und selbst wenn du die Bestätigung wahrscheinlich bekommst von den einen oder anderen, ey, was du machst, ist geil, aber wirklich, weil es liegt immer alles bei dir selbst. So. Du bist dir selbst am nächsten so, du musst dich selbst letztendlich dazu motivieren, zu gehen und dran zu Mhm. bleiben. Genau. Ja, cool. Dann kommen wir zu der nächsten Frage, Andreas. Wie schaffst du es jetzt, an einem anstrengenden Tag positiv zu bleiben? So, wir waren ja so am Anfang Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung. Wo hast du da so ein paar Routinen oder Dinge, die dich da aus einem eventuellen Loch mal rausholen? Ja, Mhm. hau einfach mal raus. Sehr spannende Frage, sehr spannende Frage, weil es halt eben, ich habe es am Anfang schon erwähnt, wenn man selbstständig ist, dann darf man sich selbst motivieren und wird nicht von außen motiviert. Ja, Und was mir dabei extrem hilft, ist Strukturen. Ja, also ich habe einen klaren Plan jeden Tag, was ich mache. Das hilft mir total, weil ich nicht überlegen muss, was ist als nächstes dran, sondern das steht fest, bevor ich aufstehe schon. geil. Und dann wird es durchgezogen. Und, und was halt total wichtig ist, ist halt das klare Warum dahinter. Ja? Also, dass man wirklich seinen innerlichen Antrieb auch entdeckt. Und darum habe ich auch vorher mal erwähnt, dass man sich zuerst immer mal mit sich selbst beschäftigen darf, also wirklich mal sein Warum kennenlernen darf, weil es einfach, es wird immer Herausforderungen, immer Hürden geben am Weg. Und wenn man das nicht hat, dann wird man irgendwann mal aufhören, weiterzugehen. Und deswegen braucht man das auch unbedingt. Und ja, schaffe ich es immer? Nein, Mhm. definitiv nicht. Ja, also es gibt genauso auch Tage, wo ich sage, okay, heute Stopp, herunterfahren, jetzt ist einfach Schluss mal, ja, weil es funktioniert einfach nichts mehr. Und die Tage gehören genauso dazu. Ich wollte gerade sagen, ne, letztendlich sind wir alles nur Menschen und man muss sich ja auch mal dann, entweder teilt man sich, sage ich mal, bewusst Auszeiten oder Pausen ein oder irgendwann kommt vielleicht auch mal einfach körperlich, wie auch immer, oder psychisch das Signal, Mhm, mach jetzt mal halt lieber besser eine Pause, ne? Ähm, aber du hast genau. auch einen anderen sehr, sehr interessanten Punkt gesagt, den ich jetzt auch schon oft von Selbstständigen oder eigentlich von jedem gehört habe, äh, dass man ja wirklich sich eine Struktur am Tag legen soll, Mhm, denn den Satz werden vielleicht die anderen oder anderen da draußen auch schon gehört haben, ist aber immer, man kann ja ein paar Basics nicht oft genug sagen. Als Selbstständiger bist du dein eigener Angestellter. ja. Oder so soll es Idealfall dann sein, weil du brauchst eine Struktur und nicht, ach ja, schlafe ich jetzt bis 11 Uhr, um 13 Uhr mache ich mich mal frisch, oh scheiße, der halbe Tag ist um. Mhm, mhm, Vor allem Geschäftszeitenmäßig. Ähm, deswegen, also
verbinden wir damit mal so die letzte Frage dann jetzt auch des ersten Teils. Wie sieht dein Tag aus, dass du uns da einfach mal so auf den Tag bei dir mitnimmst? Also sprich, äh, wann fängst du an in der Regel? Wann hört das so bei dir auf? Gibt es aber auch ein Ende und auch so Thema Aufgaben? Also wie sieht einfach so ein Tag bei dir aus, ein typischer? Sehr gerne. Also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich keinen Wecker mehr brauche. Und jetzt kommt das Witzige daran. Seitdem, dass ich keinen Wecker mehr brauche, stehe ich früher auf als wie vorher. Ja, Das muss man mal, also das habe ich selbst auch nicht geglaubt, aber es ist einfach so, wenn du deiner Leidenschaft nachgehst, dann steht der Körper sowieso automatisch von selbst auf. Und ich bin ein Frühaufsteher, totaler Frühaufsteher. Also bei mir fängt der Tag irgendwo zwischen 4:30 und 5:30, naja, eher 4:30 und 5 oh, an, ja. Also da stehe ich ungefähr auf. Und dann habe ich so meine Morgenroutine, besteht ganz einfach aus ein paar Mobilisationsübungen und einer kurzen Meditationseinheit. Dann Journal schreiben, was steht am Tag an. Also das einfach mal ganz kurz durchgehen, was geplant ist. Und dann habe ich eigentlich immer zwei Stunden Social Media. Das heißt, eine Stunde Instagram machen, eine Stunde LinkedIn, ja, wo ich einfach meine Kommentare, Community Building mache, wo ich Austausch mache, wo ich einfach Nachrichten beantworte, alles mal durchgehe. Und dann ist ein Content-Part, ja, wo ich Content erstelle. Das mache ich jeden Tag. Ich habe ganz, ganz viele Dinge ausprobiert, ja, also immer so die Blöcke zu machen. Und wenn ich Content-Part habe, also Dienstag und Donnerstag, mache ich immer am Nachmittag sind alle Calls. Ja, die blocke ich mir, weil das habe ich halt gemerkt, wenn ich die durcheinander bringe oder irgendwann blocke, dann bringt mich das immer aus dem Konzept, ja, dann bin ich einfach weg vom Fenster, die kreative Phase, die introvertierte Phase ist dann weg und bei mir schaut das, also der Tag fängt immer gleich an, also immer zuerst Social Media, dann nach Social Media gibt es dann erst Frühstück und dann geht es in den Content-Part und der ist einmal länger, einmal kürzer und wenn er halt kürzer ist, dann ist am Dienstag und Donnerstag eben der Part dran, wo ich die ganzen Calls drinnen habe. Und am Freitag ist immer CRM-Tag für mich. Ja, also da gehe ich einfach alle meine Kontakte durch, schaue einfach, also wer ist so in der Pipeline drinnen, wer möchte gerne noch mit mir zusammenarbeiten und die Menschen kontaktiere ich dann. ja, kurze Nachfrage dazu. Samstag, Sonntag auch? Oder sagst du, okay, ich nehme mir zumindest einen Tag in der Woche auch komplett mal raus, Auszeit oder so? Mhm. Also bei mir ist es so, ich mache am Samstag werden nur Nachrichten beantwortet in der Früh, also wenn irgendwo auf irgendeinem Kanal Nachrichten drinnen sind oder bei den Kunden sowieso jeden Tag, also die werden jeden Tag abgehandelt, auch Mhm. sonntags. Aber sonst mache ich am Samstag nur mehr die Nachrichten, dann wird das Büro sauber gemacht. Meine Frau sagt zu mir, ich habe einen Putzfimmel. Weil das Besser habe so ich als mir einfach. andersrum. Ja, ja, genau, genau. Ja, vielleicht möchte sie gerne, dass ich das ganze Haus mache, aber Ja. ich fokussiere mir mal auf das Büro. Und auf alle Fälle, dann mach ich das, ja, und Weiterbildung ist auch dann ein Thema. Jo, jo. Aber dann mache ich am Wochenende eigentlich, jetzt kommt das eigentlich nichts, ja, außer es ist wirklich mal irgendwo Not am Manne, dass irgendwas fertig gemacht wird oder sonstiges. Aber sonst ist dort wirklich Family-Zeit. Ja, aber da kann ich ja dann auch wieder nur bestätigen, man plant sich seine Auszeiten oder Pausen ein, aber dann, ich sag mal, mehr oder minder ertappt man sich sogar schon vielleicht manchmal dabei, jetzt machst du ja doch wieder Mhm. irgendwas, was dazugehört. Einerseits denkt man vielleicht so kurz, boah, Junge, jetzt lass mal gut sein, aber andererseits ist es ja genau das, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Selbstständigkeit, Passion, Leidenschaft, also Mhm. ist ja positiv dann in dem Sinne. Solange man jetzt nicht jeden Tag 17, 18 Stunden oder jetzt vor allem auch so andere wichtige Dinge wie Frau, Familie oder so vernachlässigt. Ne? So von daher, Ja, wenn das ja alles harmoniert und passt. Ähm, definitiv. ja, dann sind wir jetzt hier an der Stelle schon mal mit Teil 1 durch. An die Zuschauer da draußen in der Videobeschreibung findet ihr alles zu Andreas, sei es jetzt
Dienstleistungen, Instagram, alles verlinkt. Entsprechend schaut doch mal vorbei, meldet euch bei Andreas. Gerne Grüße ausrichten, dass ihr über den Link von mir reingekommen seid, einfach so. Ja, und dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze hier und schaltet auf jeden Fall in ein paar Tagen dann zu Teil 2 ein. Ganz wichtig, damit ihr einfach Zusammenhänge dann versteht. Und ja, dann würde ich sagen, ciao, ciao und wir sehen uns dann in ein paar Tagen. Bis bald.